Ach ja, habe ich noch 5 Minuten. Zu spät darf ich nicht kommen, aber zu früh auch nicht. Das sieht doch ein bisschen zu übereifrig aus. Ja, nur noch kurz. Eigentlich wollte ich dieses Jahr ja pünktlich sein. Hatte ich mir vorgenommen. Aber das schaffe ich noch, gerade. Oh je, nur noch 1 Minute. Jetzt muss ich aber schnell. Was geht da eigentlich in mir ab, wenn ich meine Vorsätze einhalte oder auch nicht? Wozu brauche ich sie überhaupt? Bringen sie mich weiter oder fasse ich sie nur in eine momentane Begeisterung? Ist es nicht doch letztlich egal, ob ich mich an das halte, was ich mir einmal vorgenommen habe? Dieser innere Schweinehund, der will uns immer wieder abhalten. Und doch, es braucht meine Energie, meinen Einsatz. Der Alltag fängt an und damit die Bewährungsprobe. Das Neue hört irgendwann auf, neu zu sein. Und doch sind die gefassten Vorsätze noch nicht Routine. Und da wird es jetzt ja interessant. Was hilft mir, dran zu bleiben und durchzuhalten, nicht aufzugeben? Es liegt an mir. Niemand kommt und macht's für mich. Ich muss ein bisschen tiefer schauen, von der Oberfläche hin zu meiner Hauptenergie. Nicht nur sagen, oh, ich will weniger streiten oder ich will mich bei der Arbeit nicht ablenken lassen, sondern ich schaue, was zeigt sich immer wieder in all diesen verschiedenen Bereichen. Was ist da gleich oder ähnlich? Zum Beispiel, wenn ich zu selten mich bewege oder ich lasse mich leicht ablenken. Das hat ja alles mit Bequemlichkeit zu tun. Und genau da muss ich dann auch ansetzen. Aber nicht alles gleichzeitig, also 1000 kleine Vorsätze, sondern ich suche mir dann 1 oder 2 Sachen heraus, die sozusagen diesen Muskel trainieren. Und das wiederum, das wirkt sich dann in den verschiedenen Bereichen aus, also positiv aus. Es liegt an mir. Und trotzdem, was hilft, ist, wenn ich weiß, dass jemand an mich glaubt. Dass uns immer wieder etwas misslingt, das ist nichts Ungewöhnliches. Das geht anderen auch so. Aber das ist kein Grund aufzugeben. Ganz im Gegenteil. In einer Biografie über Tom Edison wird sehr anschaulich beschrieben, wie aufregend es für seine Umgebung war, sein immer neues Experimentieren auszuhalten. Irgendwo ging es immer schief. So wurde er von der Schule geworfen. Und dann heißt es da, eines Tages kam Thomas Edison von der Schule nach Hause und gab seiner Mutter einen Brief. Es sagte ihr, mein Lehrer hat mir diesen Brief gegeben und sagte mir, ich solle ihn nur meiner Mutter zu lesen geben. Die Mutter hatte die Augen voller Tränen, als sie Tom laut vorlas, ihr Sohn ist ein Genie. Diese Schule ist zu klein für ihn und hat keine Lehrer, die gut genug sind, ihn zu unterrichten. Bitte unterrichten Sie ihn selbst. Viele Jahre nach dem Tod der Mutter, Edison war inzwischen einer der größten Erfinder des Jahrhunderts, durchsuchte er alte Familiensachen. Plötzlich stieß er in einer Schreibtischschublade auf ein zusammengefaltetes Blatt Papier. Er nahm es und öffnete es. Auf dem Blatt stand geschrieben, Ihr Sohn ist geistig behindert. Wir wollen ihn nicht mehr in unserer Schule haben. Edison weinte stundenlang. Dann schrieb er in sein Tagebuch, Thomas Alva Edison war ein geistig behindertes Kind. Durch eine heldenhafte Mutter wurde er zum größten Genie des Jahrhunderts. Jemand glaubt an mich, sieht mich groß, liebt mich, schaut mir zu, ermutigt mich immer neu. Das irgendwie und irgendwann und irgendwo mal erlebt zu haben, macht es natürlich leichter, daran zu glauben, dass Gott es gut mit mir meint, dass er das Beste für mich will, dass er mir hilft, dieses Beste aus mir herauszuholen,
Deswegen lohnt es sich, konkret an mir zu arbeiten. Und manchmal trifft man dann auf einmal etwas Wesentliches, was einen so richtig betrifft, was gar nicht so von außen vorgegeben ist oder einem suggeriert wird. Und das ist richtig toll. Das war bei mir eine Sache, das war ein richtiger Game-Changer. Da habe ich gehört, wie irgendjemand gesagt hat, man könnte sich auch mit dem Morgen verbünden, mit dem Beginn des Tages. Und das hat bei mir irgendwie gezündet. Das fand ich so motivierend und inspirierend. Ich war so motiviert, das auszuprobieren, dass ich den nächsten Morgen kaum abwarten konnte. Und dann war in mir eine völlige Klarheit. Ich gehe noch vor dem Frühstück raus, dem Tag entgegen. Ich tanke Morgenenergie. Das war so ein richtiger Drang in mir. Eben nicht nur ein willensmäßiger Vorsatz. Ich sollte raus, frische Luft ist wichtig, Bewegung tut mir gut, sondern wie cool, dem Tag entgegenzugehen. Mehr noch, den Tag entgegennehmen von Gott, unserem Schöpfer, der ihn mir schenkt. Und das war an keinem Tag mühsam oder anstrengend. Und das mache ich seither jeden Tag. Das macht mich einfach so richtig lebendig. Der Tag kann kommen. Ich bin da. Es lohnt sich, dran zu bleiben. Aber ich muss wissen, warum ich etwas mache, wofür ich es mache. Und wenn ich zum Beispiel einen Vorsatz oder mir irgendwas vornehme, das soll ja an meine eigentlichen Energien, an meine Leidenschaften dann anknüpfen. Und dass es Zeit und Mühe und Schweiß kostet, das ist nachher sogar mit der Zeit Teil des Glücks. Je mehr ich investiere, desto mehr merke ich auch, wie ich tatsächlich vorankomme. Ja, untersuchen wir unsere Vorsätze einmal und misten wir aus. So bis vielleicht nur noch ein einziger übrig bleibt, der uns wirklich vom Hocker reißt. Etwas, was wir wirklich wollen. Und das gehen wir an.